Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dardasha, mein Leben in der Dawah, zu unserem geliebten Onkel Ahmad Al-Khalifa. Wir sprechen mit ihm über sein Leben und versuchen daraus Lehren für uns zu ziehen und aus seiner Erfahrung zu lernen. Assalamu alaikum Ahmad Al-Khalifa. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. In einer der vorherigen Folgen sagtest du, dass Saqaziq eine der weisungsrichtigsten Stationen in deinem Leben war. Weil Saqaziq an sich ein Grund dafür war, dass du nach Deutschland ausgewandert bist. Erzähl uns davon. Die Zeit vor dem Saqaziq war schon in der Universität, war ich Student. Ich habe in der Familie gelebt. Natürlich in der Familie hat man beschränkte Verantwortung. Das heißt, einkaufen gehe ich nicht einkaufen, kochen und Essen vorbereiten mache ich das nicht. Und Nachbarn ist meine Großfamilie dabei und diese paar Bereiche wurden mir immer lebenslang erspart vor der Saqaziq-Zeit. Aber im Saqaziq sollte ich dafür alles sorgen und mehr mit der Gesellschaft gehen, in den Geschäfte gehen, einkaufen und so weiter und so fort. Ich hatte es gedacht, warum Allah subhanahu wa ta'ala für mich Saqaziq als eine Wohnstätte gegeben hat oder eine Station. Es waren viele Ideen bei mir. Vielleicht werde ich dort heiraten, vielleicht werde ich dort meine Professorstelle später bekommen, vielleicht werde ich mehr Erfolg in Saqaziq bekommen, aber nichts davon war der Weg nach Deutschland. Der Weg war mehr die Verantwortung, die ich übernommen habe einerseits, von der anderen Seite diese Reisen von Alexandria nach Saqaziq tagtäglich. Bei diesen Reisen hatte ich vieles verpasst als Student für meine Magisterarbeit und ich sollte das auch selbstständig lernen und Alhamdulillah Rabbil Alamin habe ich auch dafür die Note 1 bekommen. MashaAllah. Und ich war der Einzige, der die Note 1 bekommen hatte, weil ich die Unterrichte nicht teilgenommen habe. Hätte ich bei den Unterrichten teilgenommen, dann hätte ich die Note 1 bestimmt oder höchstwahrscheinlich nicht bekommen können. Warum? Es war einfach für Wärmeaustausch und der Professor hatte jede Woche, jeden Donnerstag den Unterricht gegeben. Ich war am Donnerstag im Saqaziq, nicht in Alexandria. Ich komme am Freitag, gehe ich zu einem Kommilitone, hole ich von ihm seine Bemerkungen oder seine Notizen, was er gemacht hat, habe ich davon gelernt, hatte ich ein paar Bücher gekauft, habe ich ein Buch auch aus der Bibliothek ausgeliehen. Ich habe meinen eigenen Stoff vorbereitet. Bei einer dieser Fragen hatte der Professor nur beinahe erwähnt und ganz kurz, weil es nur 3, 4 Zeilen hatte der Kommilitone das registriert. Habe ich ihm danach gefragt, was hat der Professor damit gemeint, sagte, ich weiß es nicht. Er hat es nur als ein Modell bei den Berechnungen jetzt mal erzählt, aber keine Beispiele gegeben. Kurz überflogen. Kurz überflogen. Dann aus den Büchern, aus der Literatur habe ich das jetzt mal gelesen, habe ich tiefer gelesen und habe ich beherrscht. Kommen wir in der Prüfung, wir waren ungefähr 25 Studenten. Ich war der Einzige, der vorbereitet war. Ich war der Einzige, der diese Frage beantwortet hat. Und so habe ich die Note 1 bekommen und andere haben die Note 2 und 3 bekommen. Das heißt, dadurch, weil du nachgearbeitet hast, hast du auch tiefgründiger gelesen und alles bis ins Detail gelernt. Richtig. Und wäre ich nicht im Saqaziq gewesen, wäre ich in Alexandria gewesen, dann hätte ich bei diesem Unterricht teilgenommen. Dann hätte ich auch die Sache nur
oberflächlich behandelt, dann hätte ich auch die Frage nicht beantwortet. Aber Allah subhanahu wa ta'ala wollte, dass ich diese Situation erreiche und war der Qasir dafür auch notwendig. In der Qasir habe ich viele Familien kennengelernt. Und in Alexandria, die Großfamilie war nur meine Verwandten oder die Personen, die bei mir in der gleichen Moschee gebetet haben, sind auch die Nachbarn, sind Schulfreunde von früher. Das heißt, ich hatte keine Vielfalt erlebt in Alexandria, aber in Qasir habe ich eine andere Vielfalt erlebt. In Qasir habe ich auch erlebt, dass bei dem Krieg von 67 viele Flüchtlinge nach Qasir gekommen sind. Die sind vom Suezkanal, vor allem von Ismailia nach Qasir gekommen. Ich habe auch diese sozialen Probleme erlebt zwischen die eigentlichen Bewohnern der Stadt und die Ankömmlinge, die gekommen sind und welche Probleme beide haben miteinander. Und als sie auch untereinander heiraten wollten, welche Probleme dabei waren. Als ich dabei geholfen habe, habe ich gesehen, die Menschen sind alle gleich, aber ihre Sozialsituation könnte ein Grund für ihre Probleme da sein und die anderen Leute müssen das verstehen, dann kann man das lösen. Ich glaube, das hat mich auch begleitet, auch in Deutschland hier, wenn man mit Minderheiten arbeitet oder mit der Mehrheit arbeitet, dann muss man nicht oberflächlich nach seinem eigenen Ermessen, nach seiner eigenen Kultur entscheiden, sondern man soll sich versetzen in der Lage von dem anderen, damit man ihm auch helfen kann und ihn verstehen kann. Dies alles habe ich im Qasir, alhamdulillah, erlebt und habe ich auch, hat mir auch geholfen, hier mal zu kommen. Nach der Magisterarbeit sehnen sich alle Ägypter, dass sie ein Stipendium bekommen, dass sie ins Ausland gehen. Und da gibt es selbstverständlich eine Hierarchie bei den Staaten. Steht ganz oben Amerika oder Kanada und dann kommt jetzt mal Deutschland und Frankreich. Und irgendwann kommen auch jetzt mal die osteuropäischen Länder und dann kommen die asiatischen Länder. Das ist eine bestimmte Hierarchie dabei. Ich persönlich, ich wollte nirgendwo hinreisen. Ich wollte in Ägypten bleiben, ich wollte neben meinen Eltern bleiben, ich wollte für meine Geschwister da bleiben. Ich habe gesagt, wenn meine Geschwister alle erwachsen sind und aus dem Haus rausgegangen sind, kann ich für meinen Erfolg später einen Besuch im Ausland starten. Aber zu dieser damaligen Zeit, im Jahre 75, waren Parlamentswahlen in Ägypten und unseren Universitätspräsident hatte kandidiert für das Parlament, ganz normal. Viele Leute haben versucht, bei ihm bei seinen Propagandareisen auch teilzunehmen, sich zu begleiten, ist ganz normal. Aber dann, was nicht ganz normal ist, irgendwann hatte das Rat von der Universität entschieden, dass alle Mitarbeiter der Universität sollen sich finanziell beteiligen bei dieser Bewerbung. Bei der Wahlkampagne? Sollten sie finanzieren? Jeder. Und wir haben einen Stichtag genannt, dass jeder der Mitarbeiter, die unterschreiben bei der Einkunft, die unterschreiben nur, wenn die ihren Beteiligung jetzt mal bezahlt haben. Weil wir als Dozenten nicht unterschreiben sollen, hat man über unseren Professor, der Institutleiter, verlangt, dass er das Geld sammelt. Ich habe es boykottiert, habe gesagt, ich bezahle gar nicht. Das ist ungerecht. Warum muss ich für jemanden bezahlen, dass er im Parlament kommt? Wenn seine Taten, wenn seine Arbeit, wenn er keine Liebe bei der Bevölkerung hat, wenn er die Bevölkerung nicht versteht, warum muss ich ihn mit meinem Geld unterstützen, das Parlament zu betreten? So verkaufe ich jetzt mal meine Stimme an eine bestimmte Person. So verkaufe ich auch mein Land durch das Geld. Und ich bin nicht bereit, mein Land zu verkaufen. Ich bin nicht bereit, die Prinzipien zu verkaufen. Oder dass ich gestatte, dass jemand das tut vor mir. Das heißt, hier ging es darum, dass entweder mache ich es aus eigenem Willen und spende etwas, aber man kann so etwas nicht von mir verlangen und schon gar nicht erst mich dazu verpflichten, dass ich mich an der Wahlkampagne finanziell beteilige. Richtig. Dann hat der Professor von uns allen verlangt, dass jeder von uns seine Beteiligung bezahlt. Und ich habe gesagt, ich lehne es ab, ich bezahle es nicht. Okay, der Professor hat das für den Institutsleiter ausgeführt? Richtig. Und du sagst dann, Professor? Ich sagte, das mache ich nicht. Und dann habe ich ihm auch gesagt, er darf nicht aus seiner eigenen Tasche bezahlen.
sonst werde ich am jüngsten Tag vor Allah subhanahu wa ta'ala gerade stehen und ihm sagen, lieber Allah, er hat bezahlt, nicht ich. Allah weiß es, aber ich werde dich jetzt mal blamieren vor allen Menschen, dass du einen Fehler gemacht hast. Du warst so ein bisschen aufgeregt, als du das gesagt hast? Und ich war ein bisschen laut. Dass anderen Professor im Gang gewesen ist und hat das gehört, dass jemand laut ist, ist reingekommen, hat gesagt, ich bin geschockt, Ahmad Khalifa ist laut. Das erste Mal, dass ich ihn so höre? Hat gesagt, in der Regel sagen wir haben einen Mustermitarbeiter hier und wir nehmen dich als Muster für unsere Mitarbeiter und sagen, seid so wie der Ahmad Khalifa bei den anderen Instituten. Ich habe gesagt, ich bin lieb, weil ich habe meine Prinzipien und heute wollte mein Professor die Prinzipien nicht mal brechen. Darum habe ich so reagiert. Er hat gefragt nach den Gründen und hat gesagt, wenn der Fall so ist, dann hat Ahmad Khalifa recht. Dann bezahle ich auch nicht, alle meine Mitarbeiter nicht und diejenigen bei uns in der Sekretariat, die unterschreiben, haben etwas bezahlt, ich hole denen ihrem Geld zurück. Und dann ist der Mann gegangen im Hof von der Universität und hat geschrien, laut geschrien, in dieser Universität gibt es niemanden, der sich für die Rechte einsetzt, außer der Ahmad Khalifa. Der Professor, der dazwischen gekommen ist. Richtig. Und so hat man einen Idol gemacht aus einem Menschen, der nur gesagt hat, ich bezahle nicht. Das heißt, einerseits warst du ein Idol, aber auf der anderen Seite warst du? Also, dann war ich jetzt mal der die Fitna in Anführungszeichen ausgelöst hat. Der Probleme gemacht hat. Dass plötzlich in den anderen Fakultäten, die weit weg von uns sind, ein paar Kilometer entfernt, haben davon gehört, haben gesagt, in diesem Institut ist jemand, der dagegen ist, wir sind auch dagegen. Als Ergebnis dafür hat man gesagt, aufpassen, unsere Universitätspräsident ist gleichzeitig der Vorsitzende der Komitee für die Stiftungen oder für die Stipendien, die ins Ausland gehen. Ui. Und wenn du ihm so begegnet hast, dann wirst du niemals ins Ausland gehen dürfen. Er wird es vergelten. Er will das vergelten bestimmt. Dann habe ich gesagt, Gott sei Dank, ich möchte sowieso das Land nicht verlassen. Zum Ergebnis hat er sich ja auch gerecht und gesagt, da muss er rausgehen. Jetzt erst recht, wenn er nicht raus will, dann zwinge ich ihn Jetzt weiß ich schon, meine Bedürfnisse sind in Ägypten zu bleiben. Dann hat er gesagt, dann darf er nicht da bleiben. Er muss das Land verlassen. Nach 2, 3 Wochen habe ich 2 Mitarbeiter von der Universität bekommen. Da haben gesagt, es gibt ein Stipendium für die Doktorarbeit in Ungarn. Ungarn, okay. Wenn du reisen möchtest, bitte unterschreiben. Ich habe gesagt, ich möchte nicht reisen nach Ungarn. Wer hat es gesagt? Ja, wir wissen schon deinen Erfolg und deine Arbeit und du bist ein gutes Bild für uns in Ungarn. Bitte reise nach Ungarn. Ich habe gesagt, nein, ich reise nicht nach Ungarn. Die gehen weg, die kommen später, 2 anderen mit ein paar Unterlagen für Rumänien, für die Universität in Timișoara. Da haben sie gesagt, das ist jetzt mal ein Stipendium und die passt sehr gut zu dir, ist Landmaschinenbau und alles ist in Ordnung. Nur ausfüllen, unterschreiben und die Sache ist erledigt. Ich habe gesagt, aber auf solches Stipendium wartet eine Schlange von mindestens 200 Personen. Warum kommt man zu mir direkt und bietet mir an, dass ich jetzt mal dieses Stipendium bekomme? Ich habe gesagt, weil du eine hervorragende Leistung gezeigt hast. Und ich habe gesagt, das stimmt nicht, aber ich bleibe da. Und am Ende des Jahres 76, ungefähr im September 76, war der Schulanfang oder Jahresanfang in der Universität. Ich komme an am ersten Tag und dann hat man gesagt, ich bin beurlaubt. Was gibt's schon? Ich habe gesagt, es gibt schon ein Stipendium für nach Deutschland und wir haben für dich unterschrieben. Und, ohne dich zu fragen? Ohne Deutschland hat es schon akzeptiert von dem DAAD, ohne mich zu fragen. Und wir haben das ausgefüllt, hingeschickt, du bist schon akzeptiert und ab heute bist du beurlaubt, du darfst die Universität nicht betreten. Du musst das Land verlassen. Ich war schockiert. Innerlich war ich auch zufrieden. Das ist der Traum von vielen Studenten. Das heißt, für meinen Berufswerdegang, für meinen Erfolg, für meinen akademischen Erfolg, ist es die zweite höchste Chance im Leben. Amerika oder dann kommt Deutschland danach. Aber ich war nicht zufrieden, dass ich die Familie verlasse, meinen Vater allein lasse, dass den Rest von den Kindern brauche noch
die Begleitung von dem großen Bruder, der da ist. Und auf diese Art und Weise rausgeschmissen zu werden, war es mit dem bitteren Beigeschmack. Komme ich nach Hause und habe ich meinem Vater davon erzählt. Und ich war bereit zu klagen gegenüber dieser Reise nach Deutschland. Aber der Vater hat gesagt, wenn die Beziehung mit der Verwaltung so schlimm geworden ist, dann lieber sollst du das Land verlassen. Dann hast du deinen Erfolg, bis du zurückkommst in 3, 4 Jahren. Dann ist er schon pensioniert. Dann hast du dein schönes Leben danach. Wie das dann aussah, wie vor allem auch vielleicht deine Mutter reagiert hat, die ja dagegen war, dass du zweimal hat sie Einspruch dagegen gelegt. Wie sie darauf reagiert hat und wie dann alles weiterging, erfahren wir inshallah in der nächsten Folge. Das war's für heute, liebe Zuschauer. Wir freuen uns auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt Dardasha, mein Leben in der Dawah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich habe es gedacht, ich wäre der erste Moslem oder der erste Ägypter, der nach Deutschland kommt. Und wie der Armstrong, der auf dem Mond gelandet ist, dann landet Ahmad Al-Khalifa in Deutschland. Aber innerlich war für mich ein Abschnurren, wie wenn jemand neugeboren wird, dann wird abgetrennt von der Mama. Dann habe ich eine Wohnung gesucht, wann ich meine Frau holen kann. Und das war mein erster direkter Kontakt mit der deutschen Gesellschaft. Und ich habe die besten Erlebnisse bekommen.